Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute im Video zeige ich euch, wie man das Top Freya näht. Dafür brauchen wir 1,10 Meter Stoff. Am besten nehmt ihr da nicht elastische Webware, zum Beispiel Baumwolle, Leinen, Tencel, irgendwas in der Richtung. Das hier zum Beispiel ist ein Tencel-Twill, den bekommt ihr auch in meinen Do-it-yourself-Sets. Dann brauchen wir noch, klar, eine Stoffschere. Wir brauchen ein paar Stecknadeln, passendes Nähgarn, ein Maßband. Und wenn ihr mögt, auch noch ein Markierstift. Das ist jetzt zum Beispiel ein wasserlöslicher Markierstift. Den benutze ich immer, um Knipse anzuzeichnen. Bevor wir mit dem Zuschnitt starten, werft einmal euren Stoff in die Waschmaschine, denn Stoffe laufen immer mal beim ersten Mal waschen ein. Und das wäre natürlich gut, wenn wir das jetzt machen, bevor wir alles zusammengenäht haben und es dann einläuft und man merkt, es ist vielleicht zu klein geworden. Also ab in die Waschmaschine damit und dann können wir starten. So, wenn ihr den Stoff gewaschen, getrocknet und nochmal ordentlich gebügelt habt, können wir dann mit dem Zuschnitt starten. Dafür legen wir uns die Schnittmuster genauso auf den Stoff wie hier im Zuschneideplan gezeigt. Wichtig ist bei diesem Oberteil, dass wir nur einlagig zuschneiden. Also das ist nur einlagig, das wird nicht doppelt gelegt, denn wir haben hier ein asymmetrisches Schnittmuster. Das heißt, wir haben ja auf der einen Seite haben wir einen Knoten, auf der anderen Seite nicht. Dadurch ist es asymmetrisch und wir können keine gespiegelten Teile zuschneiden, wie man es sonst häufig hat. Aber hier muss man nur eine Lage haben und die rechte Seite hier, die ist oben. Ganz wichtig ist, dass der Fadenlauf immer parallel zur Webkante ist. Also wenn ihr das Ganze auflegt, schaut, dass dieser Fadenlauf immer parallel zur Webkante ist und dass die Pfeile von allen Schnittmustern in eine Richtung gehen. Denn es kann ja auch sein, dass ihr zum Beispiel ein Muster habt mit Blumen, die nach oben wachsen. Und wenn ihr dann nicht alle Sachen in die gleiche Richtung zuschneidet, kann es natürlich sein, dass einmal die Blumen nach oben und einmal nach unten sind. Das wollen wir nicht. Und was auch immer sein kann, dass ein Stoff anders wirkt, obwohl er gleich aussieht. Dass er in die eine Richtung anders schimmert oder glänzt als in die andere Richtung und dass es dann auch auffällt. Deswegen würde ich immer schauen, dass ihr die Richtung des Fadenlaufs beachtet, um ja dann nachher halt keine Überraschungen zu haben. Also ich mache das immer so, dass ich am Ende des Fadenlaufs einmal messe. Jetzt habe ich hier 34 und dann nochmal vorne. Hier habe ich 35. Dann halte ich hier hinten fest und rutsche das Ganze so ein bisschen runter, damit ich hier auch auf 34 komme. So, dann haben wir den Rückteilbeleg. Genau, und dann können wir das hier so aufstecken und dann könnt ihr, wenn ihr das Ganze aufgesteckt habt mit Stecknadeln, könnt ihr das auch an der Papierkante entlang ausschneiden, denn bei meinen Schnittmustern sind die Nahtzugaben immer enthalten und deswegen könnt ihr an der Papierkante ausschneiden. Manche Schnittmusterhersteller haben die Nahtzugaben nicht enthalten, dann müsst ihr nochmal parallel überall was anzeichnen. Das habe ich bei mir nicht gemacht oder bei meinen Schnittmustern habe ich das nicht gemacht, weil ich finde, das ist immer eine ganz blöde Arbeit, total zeitraubend und deswegen habe ich das bei meinen hier mit inklusive und dann könnt ihr das einfach so an der Papierschnittkante ausschneiden. Wenn ihr das dann ausgeschnitten habt, markiert ihr euch noch die Knipse. Hier, das sind diese länglichen Striche überall. Hier, hier und hier und hier. Hier an den Seiten haben wir auch noch welche. Das ist wichtig nachher zum Zusammennähen, denn da kommen dann diese Markierungen immer aufeinander und dann weiß man genau, dass es zusammenpasst. So, und dann noch die anderen beiden Schnittmuster. Die legen wir an der anderen Seite auf den Stoff. Ignoriert dieses Viereck, das habe ich nur kurz rausgeschnitten, weil ich ein Stoffmuster brauchte. Euer Stoff ist natürlich dann ganz. Also ich würde jetzt das Schnittmuster hier auflegen und wieder bis zur Webkante hochmessen. Dann kommt noch der Vorderteilbeleg. Der wird hier hingelegt. Ja, und dann könnt ihr das auch wieder aufstecken und an der Papierkante abschneiden. Wundert euch nicht, wenn das bei euch ein bisschen anders aussieht, wenn ihr hier vielleicht mehr Platz habt oder zwischendrin mehr Platz, denn das ist jetzt die größte Größe, das ist die 42.
Wenn ihr natürlich eine kleinere Größe habt, dann sind die Schnittmuster natürlich auch kleiner und dadurch habt ihr mehr Platz auf dem Stoff und dann könnt ihr das gerne auch ein bisschen zusammenschieben. Also wichtig ist einfach immer nur, dass der Faden auf parallel zur Webkante ist und dass sich die Teile natürlich nicht überlappen. Aber sonst könnt ihr das alles so nah wie möglich aneinander machen, damit ihr ein bisschen Stoff spart und wenn ihr da ein bisschen Stoff über habt, könnt ihr da natürlich auch gerne noch was anderes mitmachen. Ja, wichtig sind hier auch noch die Markierungen. Wenn ihr alles ausgeschnitten habt, markiert ihr noch die Striche, die hier auf den Schnittmuster sind. Das sind Knipse. Die haben wir einmal hier, 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 hier und hier. Und auf dem Rückteil haben wir es dann hier nochmal, hier, 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 hier und hier. Diese Knipse sind ganz wichtig, dass wenn ihr später näht, dass ihr seht, welche Teile aufeinander gehören und wo sie zusammenpassen müssen. Da kommen dann nämlich bei 2 Teilen dann immer die Knipse aufeinander und dann wisst ihr genau, dass ihr da das alles richtig aufeinander nähen könnt. Wir starten beim Top Greta mit der Schulternaht. Das ist die kurze Strecke hier oder auch hier. Dafür legen wir uns dann die jeweiligen Belegteile rechts auf rechts. Und dann könnt ihr euch die Schulternaht gerne noch stecken, wenn ihr mögt. Das ist eine relativ kurze Strecke, die stecke ich jetzt sonst eigentlich nicht. Aber wie ihr euch sicher fühlt. Das gleiche machen wir dann natürlich auch mit den Vorder- und Rückteilen. Rechts auf rechts aufeinander legen. Und dann die Schulternähte bei 1 cm zusammennähen und danach werden beide Schulternähte auseinandergebügelt. Als nächstes schließen wir die gesamte Ausschnittkante. Dafür legen wir uns das rechtsrum hin, so dass wir die rechte Seite sehen. Und dann legen wir den Beleg rechts auf rechts da drauf. Wir haben hier auch wieder ein paar Markierungen. Einerseits natürlich die beiden Schulternähte, die wir gerade geschlossen haben, die kommen auf jeden Fall aufeinander. Dann haben wir eine Markierung für die vordere Mitte und dann haben wir auch am Schleifenband, die beiden Teile, das sind die Schleifenbänder, haben wir auch jeweils am Vorderteil hier und hier unten auch nochmal eine Markierung, die sollten immer aufeinandertreffen. Und dann haben wir am Rückteil, das ist das Rückteil, haben wir auch nochmal Markierungen im Armloch, 2 nebeneinander und auch nochmal eine Markierung hier oben am Armloch. Und das gleiche auch auf der anderen Seite vom Armloch, jeweils 2 Markierungen am Rückteil Armloch und auch hier eine Markierung, am Vorderteil auch eine Markierung hier und am Armloch auch nochmal. Die Markierung solltet ihr euch auf jeden Fall als erstes stecken. Denn die müssen ja definitiv aufeinander passen und dann würde ich dazwischen einfach auch noch ein paar Nadeln verteilen. Genau, also wir haben einmal hier die komplette Naht, die gesteckt werden muss und dann einmal eine große Naht, die geht einmal hier rum, hier lang und dann hier wieder runter. Und dann können wir jetzt anfangen zu nähen. Ich fange hier an, nähe einmal hier rum das Schleifenband entlang, den Ausschnitt entlang über die Schulternaht, am anderen Ausschnitt wieder am Schleifenband runter durch das Armloch und enden hier. Das ist die eine Naht und die nächste Naht, die ist einmal hier um das komplette Armloch drumherum. Genau, 1 cm und danach können wir dann den ganzen Ausschnitt bügeln. Das zeige ich dann aber nochmal, wenn wir es gewendet haben. Ich habe jetzt hier die Nähte genäht und bevor wir das Ganze wenden, schneiden wir die Naht sogar nur noch ein bisschen ein, damit sich der Beleg schöner wenden lässt.
Und dafür schneiden wir dann die Innenrundung ein, weil die Innenrundung ja hier zum Beispiel oder hier, da ist ja die Strecke von der Nahtzugabenkante kürzer, als wo wir es dann hinlegen wollen. Also wenn wir es natürlich so hinlegen wollen, ist ja die Strecke dort deutlich länger. Und damit wir der Nahtzugabe ermöglichen können, sich ein bisschen zu weiten, schneiden wir hier in diese Innenrundung ein, bis kurz vor die Naht. Achtung, nicht reinschneiden, das wäre doof. Und so ermöglichen wir dann der Naht, dass sie flexibler ist. Und wenn wir sie dann umklappen, dass sie einfach mehr Spiel hat. Wenn ihr dann alles eingeschnitten habt, können wir dann das Teil wenden. Dafür ist eigentlich egal, von welcher Seite ihr kommt, ob ihr jetzt von rechts oder von links. Ihr geht durch die Schulternaht, also durch die Schulter, die ist ja hier, und zieht das eine Teil durch diese Schulternaht durch. Bevor wir die Schleifenbänder dann wenden, schneiden wir vorne die Spitzen noch ein bisschen zu, weil hier ist relativ viel Stoff und wenn wir den da dran lassen, dann sieht die Spitze nicht ganz so schön aus. Also schneiden wir hier die beiden Kanten noch ein bisschen ab. So, da würde ich jetzt hier einfach noch mal einmal so die Spitze wegschneiden. Sage ich mal so 2-3 Zentimeter von der 2-3 Millimeter von der Naht entfernt, schneidet ihr die Nahtzugabe zurück. Genau, und dann haben wir ein bisschen weniger Stoff und dann lässt es sich schöner wenden. Zum Wenden von den Schleifenbändern könnt ihr jetzt einfach eine Schere benutzen, die vorne nicht allzu spitz ist, damit ihr den Stoff nicht kaputt macht. Und dann könnt ihr das so machen, wie wenn ihr eine Strumpfhose anzieht. Also ihr wickelt das quasi alles so ein bisschen hoch und dann nehme ich immer meinen Finger und stecke ihn in die Spitze, dann den Daumen drauf und dann drehe ich mir das Ganze um. Und jetzt könnt ihr nochmal mit der Schere hinterherkommen und das Ganze ein bisschen rausdrücken, so bis es halt schön aussieht. Nicht zu feste, weil nicht, dass ihr da nachher ein Loch rein habt. Aber dann so weit, wie es für euch schön aussieht und ihr sagt, das sieht gut aus. Genau. Das machen wir mit der anderen Seite auch noch. So, dann haben wir alles gewendet. Und dann kommt jetzt der wichtigste Teil, denn jetzt wird gebügelt. Das ist bei diesem Oberteil ganz, ganz wichtig, weil wir hier eine ganz lange Ausschnittkante haben mit Beleg, die umgebügelt werden muss. Und da kommt es ein bisschen drauf an, wie gebügelt wird und was ihr da mit der Kante macht. Denn wenn ihr jetzt einfach nur das Band nehmt und da platt drauf bügelt, dann bekommt man hier an der Kante, an der Naht eine relativ große Falte und es ist dann immer gut, also ich nehme mir dann immer eine Nadel, und hole mir quasi die Naht so ein bisschen raus, damit ich sie besser bügeln kann. Weil wenn wir das jetzt einfach auf den Bügeltisch legen und platt bügeln, dann ist das ein relativ schmales Stückchen, weil so viel quasi verschwendet wurde und innen liegt. Das werdet ihr merken, wenn ihr es bügeln möchtet. Ich nehme mir, wie gesagt, immer eine Nadel und dann gehe ich in die Naht, hole mir die so ein bisschen raus und bügele es dann. Genau, wir bügeln dann die komplette Ausschnittkante. Tendenziell ist es immer besser, dass die Naht so ein bisschen nach innen guckt, weil wenn wir das tragen, möchten wir natürlich auch am Ausschnitt keine Naht sehen. Deswegen können wir auch so ein bisschen mehr nach innen bügeln, die Naht. Dann sieht das Ganze total schön aus. Genau, das machen wir dann jetzt mal. Das dauert ein bisschen, aber dann ist fast schon das ganze Oberteil fertig. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir die Ausschnittkante ordentlich gebügelt haben. Das hat mich jetzt, glaube ich, auch so bestimmt 10-15 Minuten gebraucht. Also es braucht so ein bisschen Zeit, besonders hier, dass man die Nähte ordentlich rausholt und dass das alles schön aussieht. Dann haben wir aber eigentlich schon fast alles geschafft, denn jetzt machen wir die Seitennähte. Dafür legen wir Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander.
Und dann stecken wir jetzt die Seitennähte aufeinander. Das ist einmal die Naht und einmal die Naht. Und die Belege klappen wir nach oben. Und die Nahtzugaben werden ebenfalls beide nach oben geklappt und auch so festgenäht. Hier ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass die beiden Nähte von dem Vorder- und vom Rückteil genau aufeinandertreffen. Ich zeige es hier nochmal ein bisschen näher. Also die beiden Nähte, hier, das sind ja die Belege, und die beiden Nähte, die sollten auf jeden Fall ganz genau aufeinandertreffen. Da macht ihr euch am besten sofort eine Nadel rein. Wir haben ja an den Seitennähten auch noch eine Markierung, die sollte natürlich auch aufeinandertreffen. Da mache ich mir auch auf jeden Fall eine Nadel rein. Und dann die restliche Seitennaht auch einfach so stecken, wie viele Nadeln ihr mögt. Wenn ihr euch die Seitennaht dann gesteckt habt, könnt ihr sie bei 1 cm zusammennähen. Ihr startet dann beim Beleg und näht runter bis zum Saum. So, wir haben jetzt hier die Seitennaht gebügelt und dann können wir den Beleg nach unten klappen. Und damit wir verhindern, dass der Beleg immer hochklappt, weil hier sind ja doch relativ viele Nähte und es ist relativ steif, können wir nochmal im Nahtschatten nähen. Das heißt, wir nehmen uns den Beleg, klappen ihn nach unten. Dann würde ich mir den feststecken. Und dann können wir hier in der Naht nochmal eine Naht setzen, damit der Beleg hinten hinter fixiert ist. So, das sieht ja jetzt schon nach dem Oberteil aus. Hier ist oben, da kommt nachher der Knoten rein auf die linke Schulter. Da kommt der Kopf durch. Und hier unten haben wir dann jetzt noch den Saum, der offen ist. Den müssen wir dann jetzt noch bügeln und abstecken. Zum Bügeln mache ich mir immer gerne eine Hilfsnaht. Das heißt, ich nehme hier einmal 3 cm vom Saum entfernt eine Naht mit großem Stich. Dafür nehme ich so 3,5 Stichlänge. Und daran kann ich dann viel schneller und einfacher umbügeln. Man kann sich natürlich auch einfach ein Maßband nehmen und das dann immer abmessen bei 3 cm und dann natürlich andersrum, bei 3 cm abmessen und umbügeln. Ich finde es bei so langen Strecken aber ehrlich gesagt ein bisschen mühselig und ich verbrenne mir da auch gerne mal die Finger bei. Deswegen mache ich das lieber so. Ihr könnt es aber einfach mal ausprobieren und dann schaut ihr mal, wie ihr zurechtkommt. Also als erstes die Stichlänge einstellen und dann bei 3 cm von der Saumkante entfernt nehmen wir dann die Hilfsnaht. Hier ganz wichtig, nicht verriegeln, denn wir ziehen die Hilfsnaht ja nachher wieder raus. Es ist ja nur eine Hilfe, deswegen nicht verriegeln, weil brauchen wir eh nicht. Ich habe hier jetzt zum Beispiel so einen kleinen Höhenunterschied am Saum. Das passiert schon mal durch den Zuschnitt oder durchs Nähen. Da schaut ihr dann am besten, dass ihr die Naht einigermaßen gleichmäßig laufen lasst und wenn ihr dann bügelt, dass ihr da jetzt auch keine krasse Kante reinmacht oder jetzt auf einmal viel zu schmal werdet oder viel zu breit, dass es einfach gleichmäßig zum Rest des Saums passt. Ich habe jetzt den Saum einmal umgebügelt und wenn ihr mögt, könnt ihr euch gerne auch noch mal ein paar Nadeln stecken, damit ihr euch da keine Falte reinnäht, denn wir haben so ein bisschen mehr Weite am Saum, weil wir natürlich, wenn wir es hochklappen und diese Kante ist kürzer als das, was darunter liegt, dann wellert sich das so ein bisschen und das kann man einerseits ein bisschen entgegenwirken, wenn man das Bügeleisen nimmt und platt drauf drückt und mit Dampf und ein bisschen Druck, dass das Ganze sich ein bisschen zusammenstaucht. Und wir können dann zusätzlich noch ein paar Nadeln stecken, dass wir nicht die ganze Weite irgendwo hinschieben und auf einmal dann eine Falte haben. Ich starte meine Nähte immer an einer Seitennaht oder irgendwo, wo man es nicht so direkt sieht, weil wir verriegeln ja auch und dann sieht es nicht so schön aus, wenn wir die Verriegelung so mitten auf dem Teil haben. Deswegen starte ich hier jetzt immer an der Seitennaht
Bei anderen, zum Beispiel bei Hosen, versuche ich immer, dass es innen am Bein liegt oder halt einfach so, dass es nicht direkt ins Auge fällt, wenn man sich das Teil anguckt. So, und jetzt ist das Knotentopfreiher auch schon fertig. Was ihr noch machen könnt, natürlich ganz wichtig, die Hilfsnaht hier aus dem Saum rausziehen und Fäden abschneiden, nochmal drüber bügeln und dann ist es fertig zum Tragen.